Jetzt geht es nach Lauwersoog. Da ist alles frei. Haben wir schon mit dem Hafenmeister telefoniert. Frank und Claudia haben schon die Leinen los. Ich bin an Bord. Du bist los? Der Hafen ist schön breit. Man kann hier drehen, um vorwärts rausfahren zu können. Einmal vorwärts, einmal rückwärts. Stehen wir auf der Stelle. Das ist schon nicht schlecht. Das einzige, das Rappeln des Getriebes bei niedriger Drehzahl ist immer nervig. Leerlauf 600, aber wenn ich einkuppel, geht er leider auf 500 zurück und dann rappelt's. Ich habe früher gedacht, wir hätten ein Getriebeproblem, aber haben wir gar nicht. Wir haben nur ein Drehzahlproblem. Und weiter geht unsere Reise Richtung Nach Lauwersoog. Das war wirklich ein sehr schöner Hafen. Hat uns toll gefallen. Und wir sind überrascht, dass es so schön hier ist. Und das Fest noch dazu. Klasse. Und natürlich wunderbares Wetter zum Segeln. Für uns natürlich nicht so schön. Hier darf man 9 km/h fahren. Es ist etwas windig hier auf dem platten Land. Da spürt man den Wind natürlich mehr. Auf dem Lauwersmeer dürfen wir gleich 12 fahren. Wir haben insgesamt 15 Kilometer zu fahren. Das heißt, wir sind in 1,5 Stunden an unserem Ziel. Keinen Verkehr, wir sind hier ganz allein. Das ist schon verrückt, wenn man so an Friesland denkt. Und hier ist nichts los. Das Wetter vor uns sieht jetzt nicht gerade einladend aus. Ich hoffe, es gibt nicht zu viel Regen. Heute gibt es zum Frühstück einen leckeren Perry. Lass dir schmecken. Dankeschön. Schön viel Öllisch. Hier ist einer der wenigen Wasserrastplätze. Davon gibt es nicht so viele. Wasserrastplätze mitten im Wasser, auch nicht schlecht. Damit ist das Lauwersmeer erreicht. Ich hoffe, die dunkle Wolke zieht an uns vorbei. Ja, hier sollte man sich auch an die Fahrrinne halten. Es ist ringsrum nicht so tief. Und man sieht hier auch schon neben der Fahrrinne ein paar Flachwassertonnen. Was uns freut, ist, dass es hier doch nicht so wellig ist, obwohl es sehr offen ist. Liegt vielleicht auch an dem flachen Wasser. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Da oben ist eine dicke schwarze Wand und die ersten Tropfen kommen schon. Aber eine Brom schafft das. Brumwetter. Bromwetter, genau. Schlecht an dem Regen ist ja nicht nur der Regen, sondern dass es auch gleich kalt wird. Ich stelle gleich doch einen Wort brauche wieder. Das haut aber hier runter. Und es tropft und tropft. Bei so einem Wetter sieht man dann, wo die Schwachstellen sind. Hier tropft es gerade rein. Bist du noch in der Fahrrinne? Da ist die grüne Tonne. Alles im grünen Bereich. Wir sind jetzt mitten auf dem Lauwersmeer und da vorne ist es schon wieder hell. Die Sonne ist wieder draußen und gleich wird es warm hier in unserem Cockpit. Wir müssen jetzt gleich gucken. Das ist eine ganze schmale Fahrrinne vor der Insel. Und wir fahren hier heute zum Binnenhafen. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir morgen rüber nach Schirmani-Pur kommen. Da vorne die rote Tonne, da geht's rechts ab. Das Schwarze haben wir jetzt hinter uns gelassen. Das ist die Einfahrt zum Binnenhafen Lauwersoog. Da vorne sind Sperrtore. Die Sonne ist jetzt rausgekommen. Dann werden wir beim Anlegen nicht so nass. Hier im vorderen Bereich des Hafens stehen wieder die Wohnmobile. Da vorne ist die Hafeneinfahrt. Frank hat auch schon mit dem Hafenmeister gesprochen gehabt und wir wissen auch schon, wo wir hin sollen und hoffen, dass es dort auch frei ist. Hängt natürlich immer davon ab, wie viele Schiffe vor uns kommen und wie viele auch wegfahren. Hier ist die Küstenwacht. Ist richtig lecker nach geräuchertem Fisch. Wir können ja hier direkt hinter den Frank anlegen. Wir haben einen schönen Platz hier noch gefunden mit Seitensteiger. Die Leiter passt. Perfekt. Diese Seite hier, ne? Dann hole ich die Leiter rüber. Da geht es jetzt gleich dran. Okay, Marina ist von Bord. Wir werden hier aufs Ufer gedrückt vom Wind. Das macht die Sache natürlich sehr einfach. So aufpassen, dass wir nicht mit der Leiter gegen den Poller knallen. Man sieht an der Fahne, dass wir guten Wind zum Anlegen haben. Marina macht hinten fest. Vorne sind wir fest. Und wir sind im richtigen Hafen, so wie es aussieht. Alles gut. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht, nee. Ein wie für uns gemachter Platz. Wieder perfekt, noch 2 freie Plätze. Der Leiter knapp so gerade. Mal gucken, ob hier noch ein bisschen Tidenhub ist. Dann müssen wir die Leiter eventuell einziehen, wenn wir nicht da sind. Ansonsten haben wir hier Strom.
Und ja, hier oben sparen die mit dem Strom. Auch hier haben wir 6 Ampere. Das reicht so gerade. Oh, und Anna, hat es geklappt? Alles bestens. Ah, ja, Keckerchen. Im Prinzip der erste Steg, direkt am Hafenausgang. Klasse. Jetzt sind wir morgen dann auch ruckzuck an der Schleuse. Man kann auch in Boxen fahren, aber da muss man gucken auf grüne Schilder. Aber das ist für uns alles schlecht, die Boxen, weil die meistens keinen Weg haben, der lang genug ist. Hier, der wäre zum Beispiel frei, aber ist für uns zu klein, die Einfahrt. Hinten, die Plätze wären passend, aber kein Seitensteiger. Wenn wir hier nicht noch was gekriegt hätten, dann wären wir drüben an den langen Steg am Deich gegangen. Da wäre auch noch Platz gewesen. Es kommen weiter welche rein. Ja, man muss rechtzeitig doch sein, sonst wird es irgendwann eng. Ja, wir sind so gegen 12:30 angekommen. Das hat gepasst. Ich habe jetzt die Leiter mal hier in die Seite gehängt, weil ich nicht genau weiß, ob sich der Wasserstand hier noch verändert. Wir gehen jetzt in die Stadt. Oder was man hier vielleicht auch als Stadt bezeichnet. Hier kann man wieder mit iMarina bezahlen. Yachthafen, Passantensteiger F. Eintippen, bezahlen 28 und alles erledigt. iMarina bezahlt. Wenn man keine iMarina-App hat oder sie nicht gerne mit dem Handy bezahlt, dann hat man hier auch die Möglichkeit, das Geld in den Briefumschlag zu legen. Der schwarze Knopf, geht die Dusche auf. Schön, das Duschhaus. Und oh, auch riesig hier. Boah, sehr schön. Tolle Dusche. Richtig viel Platz. Da kann man nicht meckern. Kostet auch anscheinend nichts. Toll. Ja. Wie groß? Ah ja, das ist die Familiendusche hier für Kinder. Ja. Sehr schön gemacht. Sieht sauber und ordentlich aus. Hallo. Mit Föhn. Ja. Perfekt. Was will man? Ja, perfekt. Ich hätte morgen gar nicht duschen müssen, da ist ja viel schöner hier. Hier hinten sieht man noch einige große Liegeplätze, die frei sind, muss man gucken. Aber für Motorboote, wenn man nicht mit dem Heck anlegen kann oder mit der Spitze, ist das schlecht. Wir könnten da höchstens mit der Leiter wieder vorne aussteigen wie in Jore, aber das ist natürlich nicht ideal. Hier am Ende wäre auch noch ein großer Platz gewesen, der ist auch grün, 2a. Aber sonst sind wenig Plätze für große Boote, weil die Poller stehen doch recht eng. Jo, hier gibt es GTL, aber 2,03 €, das ist der Preis, den ich nicht bezahlen möchte. Da muss man schon verzweifelt sein. Ich bin noch nicht so begeistert von solchen offenen Tanks, denn hier besteht bei großen Temperaturunterschieden doch die Gefahr des Kondenswassers in den Tank. Das ist aus meiner Sicht mit einer der größten Gefahren, nämlich beim Tankvorgang das Wasser in den Tank zu kriegen. Hier auf der Seite ist der Rekreativsteiger. Der ist auch baulich abgeschlossen vom Rest des Hafens. Kann man aber auch bezahlen. Und das sieht aber nicht nach Strom aus hier. Nirgendwo Steckdosen. Hier am Kopf der beiden Steiger wäre auch noch für uns Platz gewesen. Ist doch alles sehr entspannt. Jetzt gehen wir mal über den Deich. Riesige alte Reusen. Über den Deich ist gleich der Fischereihafen. Und wir suchen jetzt mal den Fähranleger und den Außenhafen mit der Schleuse. Was ich da heute im AIS gesehen habe, das sind gar nicht alle Segler. Denn der eigentliche Hafen hier ist relativ leer. Hier hätten wir auch locker einen Platz gekriegt. Und das eigentliche Menge an Schiffen sind hinten die Fischereiboote. Hier ist der Eingang jetzt zu dem Außenhafen. Also strategisch wäre es wirklich besser gewesen, wir wären schon heute rausgefahren und hätten uns hier in den Yachthafen gelegt. Der ist auch relativ geschützt und es waren auch noch gute Boxen frei. Und da drüben ist dann gleich die Fähre. Restaurant Mare, erst dieses Jahr eröffnet an der Robbenstation.
Oh, boah. Riesig. Riesig groß. Hat gute Bewertungen. Die Schleuse ist gerade offen. Da kommt ein Segler rein. Hier gibt es 2 Tore, jeweils mit entgegengesetzter Richtung. Je nachdem, ob wir bei Niedrig- oder bei Hochwasser schleusen. Wenn man zu hoch ist, dann darf man nicht so weit vorfahren, weil man dann unter die Brücke stößt. Da hinten gibt es auch noch ein großes Restaurant Waddengenot am See. Und hinten kann man Schiermonnikoog sehen. Wenig los hier in der Wartehalle. Restaurant Schierzicht. Da sitzen wir jetzt auf der Terrasse und trinken erstmal was. Direkt in der Nähe vom Fährhafen. Und ist das der beste Kibbeling von Lauwersoog? Der beste Kibbeling von Lauwersoog. Natürlich, den haben wir genau erwischt. Es bimmelt. Und meine Ringe. Und was anderes essen. Hier geht's den Deich lang. Man hat hier einen schönen Überblick. Mal einmal rund. Fischerhafen, hinten den Fährhafen, dann das Lauwersmeer und hier am Ende liegen wir. Wir müssen jetzt wieder nach vorne rein. Das Gute ist so nah, aber wir müssen jetzt noch um den ganzen Hafen rum. Hier gibt es auch einige Wohnmobilplätze, die sind auch ein bisschen windgeschützt. Wir sind uns jetzt noch nicht einig, ob das Queller ist. Unserem ersten Spaziergang kommen wir wieder an Bord. Guck mal, ob die Leiter noch sind. Nichts verändert, sogar ein bisschen mehr geworden. Okay. Und nochmal Pfötchen. Morgen werden wir ja Richtung Schiermonnikoog fahren. Und hier ist dann eben die Schleuse. So, dann kannst du hier mal mit diesem Weg hier wählen. Das ist der mit dem größeren Tiefgang. Ja. Und den kann man auch fahren, aber der ist natürlich mit sehr wenig Tiefgang versehen. Ohne Erfahrung, dann nehmen wir besser den Nehmen wir mit Tiefgang. den ganz normal, ne? Und dann hier muss man dann hier abbiegen Ja. und dann Richtung Hafen. Dann sind wir ja schon kurz vor Hochwasser und dann ist das Stück auf jeden Fall tief genug. Genau. Und hier liegt die Fähre. Da liegt die Fähre. Ja, die siehst du, die hat eine Fahrrinne bis Richtig, zum Fährhafen. bis zum Schluss. Ja, deswegen musste sich um die Gezeiten gar nicht so viel Gedanken machen. Ja, Und bei uns ist wahrscheinlich entscheidend das letzte Stück hier. genau. Das Genau. hier ist alles tief genug. Um kurz vor 10 haben wir Hochwasser. 8 Uhr fahren wir dann hier los. Genau. Hinter der Schleuse rechtzeitig und dann schaffen wir es kurz vor Hochwasser Schiermonnikoog drüben anzukommen. Genau. Und der Wind scheint ja auch ganz gut zu sein. Um die Uhrzeit nur Wind 3 aus West-Südwest. Also insofern alles in Ordnung. Der Rat ist, 2 Stunden vor Hochwasser Schiermonnikoog soll man hier losfahren. Ich habe auch so eine Papierkarte gekauft. Binnen ist das ja kein Problem. Aber hier auf dem Meer braucht man zwingend eine Papierkarte. Das ist so vorgeschrieben. Deshalb sollte man immer die aktuelle Karte dabei haben. Die Welt geht gerade wieder unter, aber die Plane ist trocken. Interessanterweise ist das im Stehen trocken. Hier ist unser Ziel für heute. Und gucken wir mal, ob das mit der Reservierung geklappt hat. Ist das warm hier drin? Und ich gehe nach oben. Ein sehr schön großes, geräumiges Restaurant. Und wir haben hier die Suppe, Mustard Soup. Lecker. Aber bei Senfsuppe bin ich raus. Und als Hauptgang gibt es hier Muscheln bei den Damen. Und wir sind heute ganz lecker, gesund. Fischsalat. Und damit es nicht ganz so gesund ist, gibt es auch noch Pommes dazu. Und dann gibt es auch noch einen Nachtisch. Ich habe ja auf die Suppe verzichtet. Es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten hier abends zu essen, aber wir haben ein gutes Lokal erwischt. Das Essen war sehr gut, die Muscheln waren gut, die Salate waren gut, Preis-Leistung hat auch gestimmt. Klare Empfehlung. Ich bin gerade in der Achterkabine und man hört hier richtig die Wellen klatschen. Ich hoffe, das lässt nachher noch nach, weil das ist zum Schlafen nicht schön. Lauwersoog ist eigentlich nur ein Feriendorf mit Fischereihafen und Fährhafen.
Auch die Fischereiflotte von Zoutkamp liegt seit dem Bau des Abschlussdeiches hier in Lauwersoog. Ansonsten ist hier nur Natur, eine richtige Stadt gibt es nicht. Was man hier besuchen kann, ist das Weltkulturerbe Wattenmeer. Hier gibt es eine Robbenstation, ein richtiges Seehundkrankenhaus. Wir haben es leider nicht geschafft, das zu besuchen. Die meisten Restaurants sind daher auf Tagesgäste ausgelegt. Für Charterer, die den Norden Frieslands kennenlernen wollen, ist Lauwersoog ideal. Auch wenn Lauwersoog selber in der Provinz Groningen liegt. Denn hier kann man binnen anhalten und trotzdem das Meeresfeeling genießen und vor allen Dingen mit Kindern die Robbenstation besuchen. Für uns war das nur ein kurzer Zwischenstopp, um auf die Insel zu fahren. Bei viel Wind wären wir allerdings mit der Fähre gefahren. Bei der Schleuse muss man da denken, wenn die Fähre losfährt, dass davor die Schleuse einen kurzen Moment nicht schleust. Wir würden daher beim nächsten Mal in den Außenhafen gehen, dann ist der Start morgens auf die Insel nicht so stressig und man hat alles Interessante in der Nähe. Es war ein schöner Tag, wir sehen uns in Schiermonnikoog.